Moin Moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja, heute stelle ich euch ein besonderes aquatisches Parfum vor, nämlich Cellmarin der Marke Healy. Und bevor ich euch den tollen Flakon zeige und auf die Duft-DNA eingehe, möchte ich euch noch mal ganz kurz etwas zu dem Oberbegriff aquatische Parfums sagen. Denn ja, oftmals geht es dann in so eine Duschgelartige, sportliche Richtung. Aber in dem Fall von Cellmarin geht es eben in so eine ja, meeresartige, meeresfrische Richtung. Und eben anders als jetzt vielleicht in Anführungsstrichen so diese typischen aquatischen Parfums. Aber da komme ich gleich in der Duftbeschreibung nochmal näher drauf zu sprechen. Wir starten am besten mit der Flakon-Präsentation. Wir haben hier wirklich einen sehr hochwertigen Flakon, also hochwertiges Glas, massiv und schwer. Hier sehen wir den ja, Schiffsanker, den Meeresanker. Das ist eben Programm bei dem Parfum. Hier unten haben wir die Batch-Informationen. Ja, ich denke, man erkennt es einigermaßen. Und wir haben hier einen wirklich tollen Deckel. Ja, ich denke, auch das erkennt man. Ist meiner Meinung nach eine Kombination aus Holz und aus Kunststoff. Wir sehen hier so eine holzige Maserung. Und der Deckel ist auch wirklich schwer und massiv. Ja, man erkennt es, denke ich, recht gut. Also wirklich hochwertige Materialien. Der Zerstäuber ist auch sehr gut, generell bei der Marke, so wie eben bei diesem Parfum. So, dann zeige ich euch auch nochmal die Verpackung. Recht schlicht, weiß gehalten, aber erfüllt tatsächlich ihren Zweck. Es ist eine Art Schatulle zum Aufziehen. Das Parfum steckt hier fest in der Verpackung drin. Also wie gesagt, nichts Besonderes, aber erfüllt ihren Zweck. Und es sind wirklich hochwertige Materialien, vor allem eben bei dem Flakon. So, ich blende euch am besten mal die Duftnoten ein. Es gibt nämlich immer mal wieder verschiedene Informationen zu den Duftnoten, je nach Internetseite. Ich habe mir jetzt einfach mal die Duftnoten der Herstellerseite genommen, also von der Internetseite der Marke Healy. Und ja, wir haben hier die Zitrone, die italienische Bergamotte, Seesalz, Moos, Algen, Zedernholz und Moschus. Und wie riecht das Parfum? Es riecht wirklich wie so ein ja, morgendlicher Spaziergang am Strand. Die Sonne geht noch nicht auf oder geht langsam auf. Wir gehen aber eben am Strand, am Wasser spazieren. Wir bekommen so eine salzige Meeresluft, nehmen aber auch so leicht grüne Noten, moosige, algige Noten wahr. Also so muss man sich das wirklich vorstellen. Es ist ein wirklich ja, natürliches, meeresartiges Parfum. Wir haben zum Start eine sehr frische Kopfnote. Also wir bekommen hier wirklich eine sehr spritzige, frische Zitrone und italienische Bergamotte. Wir riechen aber im Prinzip schon in der Kopfnote diesen salzigen Part. Der bleibt auch die ganze Zeit, den ganzen Duftverlauf über bestehen. Das ist eben Hauptbestandteil der Duft-DNA, Salz. Und wir haben aber eben auch schon in der Kopfnote, wie auch da den ganzen Duftverlauf, grüne Noten. Wir riechen hier wirklich, ja, für mich eine sehr authentische, moosige und algige Duftnote heraus. Es riecht einfach grün, ja, wie wenn man am Meer ist, am Meer spazieren geht, so eine Meeresbrise bekommt. Also wirklich sehr authentisch meiner Meinung nach und vor allem sehr besonders, fast schon einzigartig so von der Duft-DNA. Und wir haben dann noch Zedernholz und Moschus. Schwingt so mit, gibt dem Parfum meiner Meinung nach, gerade vor allem so durch die Zeder, so eine gewisse Eleganz. Ich mag Zedernholz als Duftnote. Wie gesagt, verleiht meiner Meinung nach so ein Parfum immer so eine gewisse Eleganz. Man muss hier aber trotzdem sagen, dass der Fokus eben ganz klar eben auf diese Maritimnoten, Salz, Alge und Moos gelenkt ist. So, Haltbarkeit ist an mir überdurchschnittlich gut. Ich komme hier tatsächlich auf 9 bis 10 Stunden. Ich weiß auch, dass das bei einigen anders ist. Ich habe aber das Glück, dass so salzige Noten an mir mal sehr lange halten und haften. Ich komme deswegen so mindestens auf 9 bis 10 Stunden. Ja, die Sillage ist absolut in Ordnung, kein Beast Mode. Aber dadurch, dass es eben so eine besondere, salzige, meerige ja, Duft-DNA ist, nimmt man die immer mal wieder wahr, ganz besonders, also absolut ausreichend.
Und was man hier wirklich sagen muss, generell bei der Marke, aber vor allem bei Sail Marine, wir haben hier ein wirklich super gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese 100 ml kosten nämlich in Anführungsstrichen nur 130 €. Das ist natürlich nicht wenig Geld, aber im Nischenbereich ist es fast schon günstig. Auf den Milliliterpreis gerechnet sind es dann eben nur 1,30 €. Und das kennen wir eben von anderen Marken anders. Da kostet der Milliliter teilweise zwischen 3 bis 5 €. Und deswegen meinte ich eben gerade, ist es mit 1,30 € wirklich fast schon günstig. Und vor allem bekommen wir für diese 130 € eine sehr hohe Qualität. Es ist eine einzigartige Duft-DNA, wirklich durch die Salznote, durch das grüne, moosige, algige, wirklich eine einzigartige Duft-DNA. Wir bekommen an mir zumindest eine überdurchschnittlich gute Haltbarkeit und auch eine Sillage, die in Ordnung ist. Und da ist es dann eben, wie gesagt, für nur in Anführungsstrichen 130 € wirklich ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich stelle euch in der Zukunft auch nochmal andere Parfums der Marke vor. Ich habe da wirklich ein paar gute Parfums in Anführungsstrichen gefunden. Mir gefallen da einige Parfums der Marke. Und nochmal kurz zum Namen. Healy ist eine französische Marke. Dahinter steckt der Parfumeur und auch Inhaber Herr James Healy. Und aber da gehe ich vielleicht dann auch in einem gesonderten Video nochmal etwas näher drauf ein. Das soll es soweit gewesen sein. Wundervolles, meeriges, aquatisches, marines Parfum. Besorgt euch mal eine Abfüllung oder kauft euch auch dieses Parfum auch ruhig mal blind. Meiner Meinung nach, wenn ihr so auf natürliche, meeresartige Parfums wenn euch diese zusagen, dann macht ihr nichts verkehrt. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund.